Ein wunderschöner Wintertag hier am Eschenfluss und für diese ganz besondere, zauberhafte Stimmung habe ich mir eine zauberhafte Kombi für euch zusammengestellt. Und zwar die Winston Pure 2, eine der schönsten und filigransten Routen für die Salmonidenangelei. Und passend dazu hier die wunderschöne Ivana Trout, ebenfalls in einem satten Grün. Ich hole sie mal schnell hier aus dieser kleinen handgefertigten Ledertasche raus. Da ist sie mit einem S-Handle, also ganz klassisch ein Match made in heaven, wie ich finde. Die grüne Route aus der Boron-Serie von Winston, gepaart hier mit der Ivana Trout. Ich rig das Ganze jetzt mal zusammen und werde mich dann in den Fluss stürzen. Das Wasser ist eisekalt, die Äschen hoffentlich in Beißlaune, und schauen wir mal, was sie zu meinen kleinen farbigen Nymphen heute zu sagen haben. So, ich habe mir meine Traumkombi aufgebaut und optisch ist das Ganze für mich eine 10 von 10. Hier passt wirklich alles perfekt und auch super ausbalanciert, wie ihr seht. Hier die Boron Pure 2 mit der kleinen Ivana Trout. Ich meine, wenn man sich diese Details einmal anschaut, also jeder, der Fliegenrouten liebt und perfekte Handwerkskunst zu schätzen weiß, dem werden hier die Augen übergehen. Wunderschöner Silber-Nickel-Schraubrollenhalter mit dieser wunderschönen Gravur hier, dieser Echtholz-Spacer, der wunderschöne Korkgriff hier, fein geschliffen, beste Qualität. Der Blank noch mal schlanker geworden als bei der Pure Vorgängerserie. Insgesamt soll die Route außerdem noch mal bruchsicherer geworden sein aufgrund dem Einsatz von neuen Nanopartikeln und Harzen hier im Graphit. Also da bin ich mal gespannt, wie sich die Route jetzt wirft. Ich würde sagen, ich gehe an den ersten Spot, und zugegeben muss ich sagen, ich habe hier ein bisschen Gotteslästerung betrieben fast, denn ich habe mir eine Nymphe draufgepackt. Natürlich ist diese Route eigentlich dafür gedacht, eine feine, filigrane Trockenfliegenfischerei zu erleben. Aber heute bei der Eschenpirsch muss es eine Nymphe sein. Und ich bin mir sicher, dass die Route das mit ihrer mittelschnellen, progressiven Aktion ohne Probleme meistern wird. Ja, die Sonne senkt sich langsam da hinten hinter den Bergen, und damit endet meine kurze Session hier am winterlichen Eschenfluss. Ich hatte jede Menge Spaß, und auch wenn der schöne Klicker von der Ivana Trout heute im Drill nicht zu hören war, hatte ich eine richtig gute Zeit, denn die Route macht einfach Laune. Sie versprüht unglaublich viel Feeling. Selbst mit so einem klobigen Setup, wie ich es gefischt habe, mit einem Oros-Bissanzeiger und einer Tungstennymphe, macht das einfach Bock zu werfen. Egal ob Rollwürfe unter den Bäumen entlang, unter den Ästen entlang oder mal ein längerer Überkopfwurf, überhaupt kein Problem für die Kombi, selbst mit einer schweren Nymphe. Gemacht ist sie aber natürlich für die Trockenfliege, und damit möchte ich unbedingt im Frühling nochmal wiederkommen an den Fluss, wenn die Forellen steigen, wenn die Trockenfliegen die erste Wahl sind, und dann werde ich auf jeden Fall mit der Route noch ein zweites Mal nach hier kommen und euch natürlich mitnehmen. Was ich euch aber jetzt schon versprechen kann, ist, dass die Route hier, die Pure 2 von Winston, auf jeden Fall jede Menge Feeling mitbringt. Es gibt sie in unterschiedlichen Klassen von 2 bis 5 in vielen Längen, sodass ihr für eure Fischerei das perfekte Setup findet. Optisch braucht man, glaube ich, überhaupt nichts zu der ganzen Nummer sagen. Ich glaube, seitdem ich fische, hat sich in den letzten 20 Jahren bei Winston sehr, sehr wenig getan, und das verdient doch wirklich das Prädikat zeitlos. Also wenn ihr Bock habt auf eine High-End-Route mit den besten Komponenten und eben einer zeitlosen Optik, dann checkt sie aus, die Winston-Routen, und vor allen Dingen eben die neue Pure 2. Damit wünsche ich euch viel Spaß bei eurer Fischerei und Tight Lines. Bis bald.